hier stehen noch ganz viele Zahlen drauf. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Mhm, wozu sind diese Nummern? Die haben doch bestimmt irgendwas zu sagen. Sonst haben wir hier aber nichts. Okay. Ist aber noch nicht ganz untersucht. Ach so, das konnte ich jetzt auch noch mal hochheben. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Nun nehme ich einfach mal mit. Ab ins Täschchen. Wer weiß, wozu man es brauchen kann. So, hier ist noch ein Tisch. Hier sind auch noch mal Töpfe. Tools used by archaeologists in their research. Okay, das ist also auf jeden Fall auf alt hier alles getrimmt. Tools used by... So, ja. I will need these tongs. Ach ja, wir wollen ja noch was aus dem Becken daraus fischen. Okay. Praktisch. So, und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Wo geht's hier noch hin? Sieht ja krass aus. Oh. Krass verfallen, würde ich sagen. Oh my God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Okay, also da denke ich mal, das war kein Zufall, dass das hier so eingestürzt ist. Wir gucken mal, vielleicht können wir hier ja irgendwas entdecken. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Ja, aber ist schon ein Zufall, ne? Also irgendwie wollte da wohl jemand auf Nummer sicher gehen. Oder hat sich hier hintenrum reingeschmuggelt, um, ja, den Typ wieder umzubringen. Naja, gut, dann gehen wir wieder raus. Wir haben ja noch unsere Zange, die wir verwenden können. Da möchte ich auf jeden Fall mal gucken, was hier verbrannt wurde. Wir nehmen mal hier... Hallo. So, jetzt aber. I should analyze this melted metal. Was ich jetzt glühend heiß in die Tasche gesteckt habe, ja? Ja? Ernsthaft? So, die Herren sagen wahrscheinlich immer noch nichts. Watson ist gar nicht erst mehr mit reingekommen. Ja, aber ich denke mal, dann sind wir hier erstmal fertig. Hoffe ich. Auffällig ist halt immer noch die Kleidung, ne? 3 Männer stehen da. Und einer ist tot. Wo ist die letzte Kleidung? So, Lestrade, ich bin durch, glaube ich. Aber ich rede nochmal mit dem Philipp. These baths are becoming sinister. Okay. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nee, nehmen Sie mal mit. None, Lestrade. Ich komme dann nach, ne? Ich komme dann nach. So, Tatort haben wir erfolgreich abgeschlossen, wobei jetzt nochmal Ausgang. So, dann gehen wir nach Scotland Yard. Und dann möchte ich die erstmal befragen, ne? Haben wir schon Herleitung hier? Rechtzeitiges Auftauchen? Champagner? Nein. Passt noch nicht zusammen. So, da sind wir wieder. Guten Tag, guten Tag. Wir gucken uns erstmal die Gegenstände an.
So, wir haben Pit Kings. Hallo. Pit Kings. Darf ich da gucken? Darf ich da gucken? Dankeschön. So. An embroidered silk handkerchief. Mit RP. Ein A Füllfederhalter. fountain pen with solid gold trim. Und eine Visitenkarte. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Okay. Mehr hatte er nicht dabei. So, dann mal von dem. Wie hieß der jetzt? Habe ich vergessen. Achso. Brief von Pitkin. Ist aber von dem anderen Typi, ne? Von dem, an Mr. Blinkhorn. Ach so. Ah, okay. Also der Direktor hat dem geschrieben. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Kühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendwas von Wert zu finden. Und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht in der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, dem Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologischen Forschung in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Untersuchung zu finden. Okay. An ordinary pencil. Also, die wollten da was finden, was suchen. Und ja, das ging nämlich schnell genug, weil dafür ja alles gesperrt werden musste. Also konnte da auch keiner rein. Und der es jetzt beschleunigen wollte, der ist jetzt umgebracht worden. Kann ich jetzt bitte die Gegenstände gucken? Danke. So, da haben wir den Ehering. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Haben wir ja gesehen. Oh, der ist gelötet worden. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Naja, vielleicht weil er wertvoll ist. Hier haben wir noch eine alte Münze. An old and rather dirty coin. Wahrscheinlich auch aus den Ausgrabungen. Nehmen wir auch mal mit. Und natürlich ein Rodney Notizbuch. Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Ja. Wenn da nicht Seiten rausgerissen The worden last wären. pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Okay, Hier oben geht nicht. Hier unten auch nicht. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Nö, bestimmt nicht. Today I almost found, glaube ich. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk.
Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, So, betreff Sir Rodney Bencliffe, Alter 63. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. Aha. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerung gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenden Mumie zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulten Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Ja gut, dass der Archäologe war und sowas, war ja schon bekannt. Hier ist aber noch was. A hand-drawn map. Okay, nehmen wir auch mal mit. Gut, dass wir die ganzen Beweisstücke einsacken. So, Moment. Hier ist auch noch, den haben wir vergessen. Wir haben hier ein When blutiges Garrow Handtuch. found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Und ein Medikamentenfläschchen. Keine Aufschrift. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Okay. Interessant, interessant. Können wir die Leiche auch noch sehen? Ja, endlich. Ein bisschen mit Leichen spielen. So, dann schauen wir doch mal. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Ja, das wussten wir ja schon, aber hier hat er auch noch einen Schnitt. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Haben wir auch gerade gelesen. So, Narbe auf dem Bauch. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Okay, Gelegenheitstrinker, also sonst ist er eigentlich kerngesund gewesen. So, schubsen wir mal ein bisschen. Oh, Schürfwunden. Some light bruising caused by a rope. Okay. Selbstgeiselung oder was? The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Ach so, der ist irgendwo runtergeklettert. Aha. Ach, das war's schon. Ich dachte, wir könnten hier noch mehr machen. Naja, gut, dann gehen wir wieder. Dann würde ich sagen, befragen wir die Herrschaften mal. Hallo. Womit fangen wir an? Wir fangen mit ihm Please an. escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bencliffe. Would you mind if I asked you a few questions? not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Na, wenigstens ist er jetzt gesprächiger, wenn er was anhat. So, aber wir untersuchen ihn erstmal. Ist aufmerksam konzentriert, alles klar.
Also nicht mehr so verstört. Ist nicht sehr wohlhabend. Oh, und er hat Grabespuren, Erdspuren an den Händen. Na. Und Hornhaut. Okay. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Also er war daran beteiligt, da Ausgrabungen zu machen. Das erklärt vielleicht die Erdspuren, muss aber nicht. So, und dieser Sir Rodney, wie gut kennen Sie den denn, oder, ne? What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Also kühl, aber sehr talentiert. So, was haben Sie denn eigentlich gesehen? Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Irgendwas Ungewöhnliches? Ihre Arbeit. Ich frage nochmal zu der Arbeit. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Ne, stimmt ja gar nicht. Schmutzprobe, der Ring, gekühlter Champagner, der Brief. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Also er behauptet, es lief alles gut, aber wir wissen ja, es lief gar nicht so gut und erst als der Rodney kam, lief es wieder. Was ist mit dem Champagner? Das würde mich jetzt mal interessieren. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Aha. Ja, sonst noch irgendwas Ungewöhnliches? Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Ach so, er war das mit dem Medikament, da frage ich mal. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. So, der andere nimmt das. Alles klar. So, und der Ring? Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had
his own particular ideas of archaeology. Verstehe, verstehe. Naja, sehr interessant, sehr interessant. So, befragen wir mal den nächsten. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Ja. Gucken wir dich erstmal an. Folgen Sie dem Licht. Ja, keiner, also nichts an den Augen. Ich hätte jetzt gesagt, er guckt ein bisschen Depri. Wir hatten das ja gesehen. Ah, jetzt können wir. Arrogant. Ich würde sagen, desinteressiert. Arrogant, ja gut. Meinetwegen. Meinetwegen. Aha, adlige Wurzeln. Also der ist auf jeden Fall reich. Reich. Bestätigt das hier nochmal, ja. Es fehlt noch was. Geringschätzig, aha. Okay, was macht der denn so vom Beruf? You are the manager of the baths, okay. is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Ja, dann reden wir doch mal über den Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Ja, und was ist was kannst du über den Mord sagen? Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. So, dann noch mal einmal kurz zur Arbeit. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Auch wieder der Brief. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Und was ist mit dem Champagner? Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Und gab es sonst noch was Außergewöhnliches? Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Okay, so, dann würde ich mal gerne mit dem hier quatschen. Please escort this suspect for interrogation. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow.